Einen wunderschönen guten Morgen, euer Grumpi hier. Ja, es ist soweit. Blizzard hat das neue Add-On Showdown in den Badlands angekündigt und sie haben es gestern rausgebracht. Ich habe das Video dazu noch nicht gesehen, weil wir haben gestern ein bisschen Heroes of the Storm gemeinsam mit meiner Frau im Livestream geballert und dadurch habe ich den Trailer verpasst. Das will ich heute nachholen. Ich habe also selber noch überhaupt nichts gesehen oder gehört von Showdown of the Badlands. Lasst mich also genauso überraschen, wenn ihr das Video seht. Dann sehe ich es auch zum ersten Mal. Wir reagieren ein bisschen drauf. Habe ich wahnsinnig Bock drauf. Ich glaube, dass die Meta gut neue Karten auch vertragen kann. In dem Sinne, ja, bleibt kurz dran. Werbung in einer Sache und dann gehen wir zusammen rein. Ja, ich freue mich wahnsinnig drauf. Euer Grumpi, bis gleich. Ciao, ciao. Hi, du bist noch kein Gratis-Abonnent auf meinem Channel, ja? Dann vergiss jetzt nicht, den Channel zu abonnieren und erreiche gemeinsam mit uns das Ziel der 2000 Abonnenten auf meinem Channel. Bei jedem Milestone, den wir erreichen, haue ich ein Gratis-Bundle raus unter all denjenigen, die den Channel abonniert haben, aus der aktuellen Edition von Hearthstone. Danke für deinen Support und nun genießt das Video. Okay, Leute, dann gehen wir einfach mal rein jetzt in das Video und schauen mal, was da so auf uns zukommt. Howdy partners, I'm Edward Goodwin, a game designer for Hearthstone. And I'm Leo Robles Gonzalez, another game designer on Hearthstone. Ja, We're die Game here Designer. today to tell you about the next Hearthstone expansion, Showdown in the Badlands. We've got a motherload of new cards to show you from the set, so let's get ready to saddle up. We're going War das wieder Reno? Kommt die wieder? back in time for this expansion, when the Badlands was a rugged and lawless region with sparse towns and even sparser allies. The prestigious Bloodrock Mining Company You mean the dastardly Bloodrock Mining Company? Ist doch Reno gewesen, oder? has set up shop in a mining town for one reason and one reason only. There's Mein schon. azurite in them there hills. And while the Bloodrock operation seeks profit and power from the newly discovered Azurite vein, their rampant mining is wreaking havoc across the Badlands. Listen, partner. All I know is business is booming with treasures galore, just waiting to be found beneath the dirt. Wir haben doch Badlands schon als Add-on gehabt. Jetzt, ich meine, es ist Showdown in Badlands. You might change your mind after you see the cards we're excavating. Well, some folks have vowed to put a stop to these terrible townsfolk. Branded as outlaws, these noble heroes have united to save the day and are led by none other than Elise, Badlands Savior. Okay. Elise kommt wieder. Battlecry. Wenn dein Deck keine Duplikate hat, dann ja, summon eine 4/4 Kopie von 4 Random Minions in deinem Deck. 4 Kopien. Wow. Geile Todesrechnenkarte. You threaten the peace, so I bring you war. Singleton returns in Showdown in the Badlands, bringing Wild West flair to what are sometimes known as Highlander decks. If you're running a deck with no duplicates, Elise will rally her outlaw gang by summoning copies of 4 different minions in your deck. Choose your posse wisely, but Elise isn't the only one taking on Bloodrock. Check out Hunter's Outlaw, Thuldurin the Lost. Ah. Jetzt gibt's Outlaws. Ja. Okay. Thuldurin the Lost. Battlecry, if your deck, also, ne, wenn ein Deck wieder keine Duplikat hat, dann wird er immun in diesem Turn und attackiert einmal alle Gegner. 4/3/4. Thuldurin's a one-man punching machine. If your deck has no duplicates, he'll punch every enemy he sees square in the jaw. Combo him with some hand buffs for a Southpaw slugfest. Ja. Speaking of hand buffing, here's Messenger Buzzard. This Für 2/1/2 Beast, Death Rattle, zieh einen Beast und gebe allen anderen Kreaturen in deiner Hand +1/+1. bird's part of the wide variety of animals in the Badlands. Messenger Buzzard will draw a beast from your deck when it dies. It'll then give all minions in your hand an additional attack and health. Look, it's got a message for us. Okay. Ach, diese Trailer, ey, wirklich. What in tarnation? Says here, wildlife ain't the only thing being disrupted by the mining town. Disruptive mining is disturbing ancient, slumbering elementals. And Bloodrock must be stopped. See, Leo, the outlaws had it right all along. We need to save the Badlands. Now, let me see here. Do not feed wild elementals. Das ist immer so schlecht. P.S. The prairie is alive? Oh no, here comes one now. Living prairie.
So, was haben wir hier? Living Prairie. Für 5/4 Elemental auch wieder Kampfschrei. Wenn du einen Elementar im letzten Turn gespielt hast, dann erhältst du ein 3/3, 2/3/3 Kür mit Rush. Also mit Eifer. War stark. Shamans in this expansion will harness the pure destructive forces these elementals unleash. If you played an elemental on your last turn, Das ist stark. Living Prairie will fling 2 bovine beasts onto the board, ready to Außerdem finde get ich a die Kühe move cool. on. You can yammer about elementals until the cows come home, Edward. Let's talk about the only moo people really care about. Moolah. Okay, was kommt jetzt? To the Bloodrock Excavation Yard, where we turn those shiny Azurite gems into profit and power. In the Badlands, half of the classes have joined in to harness the true potential of excavating. Ready to see? Bin ich gespannt. Should I be worried about all these explosives? Isn't that exactly what's going to set all these angry elementals off? Nah. There's a variety of cards that excavate the mine, like Kobold Miner. Okay. Also jetzt kommt der neue Game-Text. Für 2/1/1 Koboldminer, Battlecry, Excavate a Treasure. Da bin ich jetzt mal gespannt. Excavate hebe oder finde, ne? Einen Schatz. Einen Schatzsucher. Reap what you sow. The first time you excavate, you'll get a random common treasure. The more you excavate, the better the rewards. There's a pool of different treasures for each layer of the mine. Aha, okay. Ne? Also, wenn ich so verstanden habe, der erste Minion, der einen Schatz hebt, der bekommt so einen normalen Schatz. Ähnlich angesiedelt an die Raritätenstufen der Karten, also Common, Weiß. Und umso öfter du im Spiel einen Schatz hebst, umso tiefer bohrst du quasi und kommst an viel bessere Karten. Also, das sind so Bonuskarten. Here, you can see some examples. The expert mining classes even have their own legendary treasure once you've gotten to the bottom of a mine. Talk about pay dirt. Okay, geil. Bloodrock has also conscripted some cards that get stronger if you've excavated, like Harrowing Ox. Hooey! Excavating sure is great, ain't it? Those cards sure are gems, I'll give you that. But I'm still Team Outlaw. So, who's the big boss running the show around these parts? That would Nicht be schlecht. Sheriff Barrelbrim. Miner. So, das ist wohl jetzt die Superkarte. Sheriff, Barrelbrim, Battlecry. Wenn du 20 oder weniger Leben hast, dann öffne das Badlands-Gefängnis. For the Badlands excavation and Okay. a stand-upish town mayor. Just don't get on his bad side. gucken, was es or you'll macht. end up behind bars. But Leo, every side's his bad side. He does have a nice hat, though, I'll give him that. And what about my hat? Leo, I hate to break this to you, bud, but it just ain't got that cowboy swagger. Them's fighting words. Well, it looks like there's only one way to solve this, and it's high noon at Town Square. Tja. Three, two, one, draw! Our second keyword in the set is quick draw. Quick Cards draw. like Dehydrate have an additional bonus. Okay, also wir kriegen noch einen zweiten. Wir kriegen noch einen zweiten Game-Text. Also hier quasi bei Dehydrieren. Einmal hat's Lifesteal, also mach 4 Schaden auf einen Minion. Und dann Quick Draw kostet 1. So, gucken, was Quick Draw ist. Also Schnellzug. Play them the same turn they enter your hand. Dehydrate is a solid removal spell on its own, even without... Ah. Quick Draw entspricht der Kartenkosten, wenn du sie in diesem Zug gezogen hast. Ja, also es ist ja angelehnt an so einem Duell, Schnellzug. Also wenn sie auf die Hand kommt, dann hat sie einmalig diese Quick Draw Kosten. Ansonsten kostet sie halt 3 oder 4, so wie sie gerade gekostet hat. draw. But if you're nimble on your feet and a lightning-fast card slinger, you can cast it for just 1 mana. Let's take a look at another quick draw card. Ah, One gut, that presents interessant. an interesting dilemma. Trolley problem.
Trolley problem. Ja, seht ihr? Kostet 3 eigentlich. Also sagt halt einfach, ne, wenn du das ziehst, schmeiße eine Karte mit den niedrigsten Kosten ab. Dafür erhältst du aber 3 Tramcars mit Eifer. Und Quickdraw, du musst nichts abwerfen. Also dem Zug, wo du spielst, musst du nichts abwerfen. Stellar play when quick drawn, summoning 2 tram cards with rush for just 3 mana. However, you might want to cool your hand and hold it for a turn to benefit from Warlock's discard synergies. Alright, let's saddle up and head back to the saloon. And what better seat to do it on than Thunderbringer? Log in now to get this legendary minion. Ja, und den erhaltet ihr, glaube ich, wenn ihr euch einloggt, ne? Das ist so ein Bonus gerade für das neue Thunderbringer. 6 Taunt, und dann hat's Todesröcheln. Du holst einfach aus deinem Deck ein Elementar und ein Beast aus deinem Deck raus. Boah, das ist für Todesröcheln auch mega, ne? Und ist selber Elementar-Beast übrigens. 14. November. Hearthstone, where we will be sharing more new cards over the next few weeks. And you can check out the rest of the Excavate treasures over on our blog right now. At BlizzCon, we'll have some final surprises and debut the cinematic. So we hope to see you there. Ja, es wird noch ein Cinematic jetzt zu BlizzCon kommen, den werden wir uns auch angucken. Or join the Bloodrock Mining Company to get some sweet Excavate rewards. We'll see you in the tavern and in the Badlands soon. Naja, Leute. Erster Impuls. Nicht so gehypt wie bei Titans. Ich finde das Thema Wilder Westen eigentlich ganz cool. Showdowns in the Badlands finde ich eigentlich ganz cool. Habe ich immer gemocht. Aber wir bekommen eigentlich unsere Explorer wieder mit Reno und Elise. Also wieder unsere Highlander-Decks werden interessant werden. Da hat man jetzt noch relativ wenig außer die Elise gesehen. Quickstep finde ich eigentlich ganz cool. Bin gespannt. Da werden natürlich die ganzen Kontrolldecks stark von profitieren. Und ja, ansonsten finde ich dieses Mining, also ne, beim ersten Mal eine Common Mining Bonuskarte, beim zweiten Mal halt dann eine etwas verbesserte bis hin zur Legendary Sachen, wenn du halt in Minen gehst mit den Karten. Da muss man mal gucken, inwiefern in dem ersten Add-on genug Minenkarten dabei sind, dass es interessant wird. Das kann ich noch überhaupt nicht Dinge. Aber ich finde jetzt beide Quickstep und Mining, also Excavate auf Englisch, gar nicht jetzt so cool. Muss man mal gucken, ja. Wobei Quickstep, muss man mal schauen. Ja, wir werden auf jeden Fall den Cinematic und noch weitere Karten uns anschauen, damit wir überhaupt erstmal einen vernünftigen Eindruck bekommen, was Showdown in the Badlands mitbringen wird. 14. November. Das heißt, wir haben noch 3 Wochen Zeit in der alten Meta. Mich würde wahnsinnig natürlich interessieren, was ihr so von dem ersten Eindruck haltet. Deswegen lasst einfach mal einen Kommentar da. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ja, würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir irgendwie 30 Likes zusammenbekommen. Ja, allein schon für den Algorithmus. In dem Sinne, euer Grumpi. Ja, bis dann. Ciao, ciao.